Brigitte S. aus Bielefeld fragt: Hallo Experte, hast du schon von Snorelift gehört? Was hältst du davon? Hilft das gegen Schnarchen und Schlafapnoe? Kannst du mir das empfehlen? Ich leide unter mittelschwerer Schlafapnoe. Danke für deine Antwort. Hallo Brigitte, ja, ich habe schon vom Snorelift-Verfahren gehört. Zunächst müssen wir natürlich einmal klären, was Snorelift überhaupt ist. Snorelift setzt sich aus den beiden Wörtern Snore, also Schnarchen, und Lift für Anheben zusammen. Es wird also im Mund-Rachenraum etwas angehoben, um das Schnarchen zu minimieren. Was wird angehoben? Sie ahnen es vermutlich bereits, es wird der weiche Gaumen, also das Gaumensegel, angehoben, also geliftet, um die oberen Atemwege zu öffnen. Denn das Gaumensegel ist in ca. 80% der Fälle beim Schnarchen beteiligt. Das Gaumensegel hängt schräg oder senkrecht in Richtung Zungenwurzel herab. Es grenzt die Mundhöhle zum Teil gegen den Rachen ab und dient somit der Trennung zwischen Luft- und Speiseweg. Wie funktioniert nun Snorelift ganz genau? Snorelift wurde von dem HNO-Arzt Dr. Bülent Uğurlu, hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, entwickelt bzw. erfunden. Im Prinzip ist das Snorelift ein Fadenlifting für das Gaumensegel. Was ist Fadenlifting? Nun, das Fadenlifting ist ein minimalinvasives OP-Verfahren aus der ästhetischen Chirurgie. Es dient hauptsächlich der Straffung der Haut im Gesicht und am Hals. Die Hautstraffung erfolgt, indem spezielle Fäden unter die Haut eingezogen werden. Diese Fäden bestehen aus Polymilchsäure. Das ist ein Stoff, der schon seit sehr vielen Jahren in der Herzchirurgie eingesetzt wird und eine besonders gute Verträglichkeit besitzt. Die verwendeten Fäden besitzen kleine Widerhaken, wodurch sie sich im Unterhautgewebe festsetzen. Hierdurch wird es möglich, die Haut behutsam zu straffen. Die eingezogenen Fäden haben einen Durchmesser von ca. 0,2 bis 0,3 mm, verbleiben an Ort und Stelle und lösen sich im Laufe der Zeit nach so ca. 6 bis 12 Monaten von selbst auf. Bis die Fäden aufgelöst sind, lagert der Körper rund um die Fäden körpereigenes Kollagen an. Das ist genau der Stoff, der für eine straffe Haut entscheidend ist und der aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses der Haut zunehmend fehlt. Man kann sich das so vorstellen, dass um die eingezogenen Fäden herum eine Art Stützgerüst aus Kollagen entsteht, der die Haut straff hält, auch wenn sich die Fäden selbst längst aufgelöst haben. Das Fadenlifting bietet also zwei Vorteile. Zum einen gibt es einen Soforteffekt durch das Straffen der Fäden an sich und zum anderen gibt es einen Langzeiteffekt durch die Anregung des körpereigenen Hautstraffungsprozesses mittels der Bildung von Kollagen. Vermutlich hat sich Dr. Bülent Uğurlu irgendwann einmal gedacht, dass so ein Fadenlifting nicht nur die Gesichtshaut straffen könnte, sondern eben auch das Gaumensegel. Also hat er ein Fadenlifting des weichen Gaumens vorgenommen. Dieser Eingriff dauert etwa 30 Minuten und wird ambulant unter Vollnarkose durchgeführt. Es wird keinerlei Gewebe im Weichgaumen entfernt, sondern das Gaumensegel wird durch das Fadenlifting versteift und gleichzeitig wird das Gaumensegel individuell unterschiedlich angehoben, also geliftet. Dies verbessert den Atem- und Luftfluss im Bereich der oberen Atemwege und reduziert das Schnarchen. Die Komplikationsrate ist äußerst gering. Schwierigkeiten beim Sprechen oder Schlucken sind nach dem Eingriff nicht zu erwarten und sehr unwahrscheinlich. Dr. Bülent Uğurlu behauptet auf seiner Webseite, dass das Snorelift-Verfahren nach eigenen Untersuchungen im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg eine Effektivität von 94% bei der Schnarchbehandlung gezeigt hätte. Nun, hier stellt sich natürlich sofort die Frage, wie Effektivität eigentlich definiert ist. Wenn ich zum Beispiel die Schnarchgeräusche um ca. 6% reduziere, dann habe ich ja auch eine gewisse, wenn auch extrem geringe Effektivität gezeigt. Damit kommen wir gleich zum größten Kritikpunkt des Snorelift-Verfahrens. Weder auf seiner eigenen Webseite noch in seinem YouTube-Kanal bringt Dr. Bülent Uğurlu auch nur einen einzigen wissenschaftlichen Nachweis über die Effektivität seiner Methode. Es gibt keine einzige klinische Studie dazu. Ich habe in den entsprechenden Studiendatenbanken recherchiert und hierzu einfach nichts gefunden. Wenn denn diese Methode so unglaublich effektiv ist, warum gibt es denn dann darüber keinen wissenschaftlichen Nachweis?
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Methode das Schnarchen reduziert. Aber im Kern geht es ja vor allem darum, nächtliche Atemstörungen, also Apnoen und Hypopnoen, zu unterdrücken. Und hierzu gibt es halt nirgendwo in der gesamten Kommunikation von Dr. Bülent-Urlu eine geprüfte und wissenschaftlich evaluierte Datenbasis. Wenn überhaupt, dann wird diese Methode bestenfalls bei einer leichtgradigen Schlafapnoe geringfügig positive Effekte bringen. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, wie ich meine Aussage denn belegen kann. Nun, die Antwort liefert Dr. Bülent-Urlu direkt auf seiner eigenen Webseite. Dort heißt es nämlich, dass die Kosten des Snorlift-Verfahrens weder von der gesetzlichen Krankenkasse noch von der privaten Krankenversicherung übernommen werden. Und woran liegt das? Nun, das ist ganz einfach, weil es eben keinerlei wissenschaftlichen Nachweis darüber gibt, dass dieses Verfahren a. medizinisch notwendig ist und b. die klinischen Endpunkte erreicht, also zum Beispiel Reduzierung des Atemstörungsindex Apnoe-Hypopnoe-Index. Und jetzt kommt der größte Hammer. Das Snorlift-Verfahren kostet sage und schreibe 3.800 € je Patient. Ein wirklich sehr stolzer Preis, wenn man überlegt, dass ein Fadenlifting für das Gesicht in einer sehr guten Klinik für ca. 1.500 € zu bekommen ist. Dazu sollte man bedenken, dass es sich ja im Prinzip nur um eine Gaumensegelstraffung handelt. Und eine normale Gaumensegelstraffung mittels Radiofrequenztherapie wird sogar bei medizinischer Notwendigkeit von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Warum? Weil es bei der normalen Gaumensegelstraffung eben ausreichend wissenschaftliche Nachweise gibt, dass eine gewisse Wirksamkeit der Methode belegt ist. Wenn Sie mehr über die normale Gaumensegelstraffung erfahren möchten, dazu gibt es hier auf meinem Kanal ein eigenes Video. Ich habe es Ihnen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Fazit: Finger weg vom Snorlift-Verfahren. Es sei denn natürlich, Sie haben zu viel Geld und wissen gar nicht, wohin damit. Es gibt keinerlei Studien, die die Wirksamkeit dieses Verfahrens belegen. Alles, was über die Wirksamkeit erzählt wird, sind ausschließlich anekdotische Erzählungen von Patienten. Aber Patientenerfahrungsberichte sind eben kein wissenschaftlicher Nachweis. Vor allem sollten Sie bitte Folgendes bedenken: Wenn Sie dauerhaft von der Schlafapnoe geheilt werden wollen, müssen Sie an die Ursache Ihrer Erkrankung herangehen. Wie diese ursachenbezogene Therapie ganz genau funktioniert, erfahren Sie in einem eigenen Video, was ich hierzu aufgenommen habe. Den Link gibt es wie immer unten in der Infobox. Denn die Ursache der Schlafapnoe liegt schließlich überwiegend in einer zu starken anatomischen Verengung der oberen Atemwege und nur sehr selten in einer übermäßig starken Kollapsibilität des Zungengrunds oder des Gaumensegels. Bedeutet, das Zurückrutschen der Zunge im Schlaf in den Rachenraum oder das Erschlaffen des Gaumensegels ist in der Regel nur der Auslöser für Atemaussetzer oder Atemflussminderungen, nicht jedoch die eigentliche Ursache. Die Verengung der oberen Atemwege an sich ist die Voraussetzung dafür, dass der stets im Schlaf einsetzende sogenannte Weichteilgewebekollaps zur Blockade der Luftwege führt. Aus diesem Grund ist eben eine operative Erweiterung der oberen Atemwege notwendig, um eine dauerhafte Heilung von der Schlafapnoe zu erreichen. Genau das macht Snorlift aber nicht. Es strafft ja lediglich das Gaumensegel und hebt es etwas an. Es wird also das Schnarchen vermindert, aber das Verfahren führt ja letztlich nicht zu einer Atemwegserweiterung. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie bitte insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit Sie keins meiner neuen Videos verpassen. Ich veröffentliche hier auf meinem Kanal regelmäßig neue Inhalte und beantworte darin Fragen rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.